Hey zusammen! Bevor das Video beginnt, würde ich gerne noch eine kleine Info geben. Es gab eine Abstimmung und ihr habt entschieden, dass die Druus-Region Videos auf Deutsch kommen sollen. Das wird von diesem Video aus gemacht. Nichtsdestotrotz wird es wie in jedem unserer Videos die Untertitelfunktion in mehreren Sprachen geben, darunter auch Englisch. Danke euch und jetzt viel Spaß mit diesem Video. So, endlich ist es soweit. Ich weiß, es hat etwas gedauert, aber jetzt ist es endlich soweit. Die komplette Entwicklungslinie von N-Tier wird heute endlich vorgestellt. Bevor wir aber mit N-Totem starten, gibt es noch eine kleine Zusammenfassung von N-Tier selbst. N-Tier ist der Grasstarter der Druus-Region und hat den Sekundärtyp Arcane. Arcane basiert vor allem auf Schamanismus, Voodoo, schwarzer Magie und Hexerei. Die N-Totem-Linie generell sollte an einen Ent erinnern und basiert auch aus einer Mischung aus Bär und Ent. Warum? Weil Bären einfach toll sind. Es war mir besonders wichtig, dass einer der Starter ein Bär ist. Und hier noch einmal der Pokédex-Eintrag, damit alle auf dem Laufenden sind. Dies ist ein sehr bekanntes, aber doch seltenes Pokémon der Druus-Region. Es lebt in den mystischen Hochwäldern der Druus-Region und versteckt sich oft hinter Bäumen und Büschen. Da ihr Körper komplett aus Holz besteht, kann man sie sehr leicht übersehen, wenn sie neben oder hinter einem Baum stehen. Außerdem lieben sie die Ara-Frucht. Damit ihr versteht, wie wir die Starter designt haben, möchte ich euch einmal schnell erklären, was wir uns dabei gedacht haben. Jede Stufe hat seine eigene Bedeutung und hat großen Einfluss auf die Art der Pokémon. In diesem Fall auch auf die Pokédex-Einträge und die Region selbst. Die ersten Stufen sind sowas wie Villager, eine Art Bewohner der jeweiligen Orte der Druus-Region. Die zweite Stufe, oder die Midstage, wird Wanderer oder Sammler genannt. Diese Pokémon sind viel in ihren Teilen der Region unterwegs und erfüllen eine wichtige Aufgabe oder zumindest eine Aufgabe, zu der sie sich verpflichtet fühlen. Die letzte oder finale Stufe der Starter sollte eine größere Veränderung darstellen und den Starter auch deutlich mächtiger wirken lassen. Diese Stufen werden auch als Könige bezeichnet. Jeder von ihnen stellt dabei aber eine andere Art von Herrschaftstyp dar. Lasst uns direkt über das Design von N-Totem sprechen. Hierbei waren Shillock, Tirakrok und Igelava als Vorbild da. Dabei ging es aber nicht um das generelle Design, sondern um das Feeling so gesehen. Diese Midstages stellen für uns genau das dar, was eine Midstage ausmacht. Die ersten Stufen haben sich entwickelt und sind vom Kind zu einer Art Jugendlichen herangewachsen. Noch unterscheiden sie sich nicht allzu sehr von ihren ursprünglichen selbst, doch das kann sich ja noch ändern. Besonders interessant ist hier aber das kantige Design von N-Totem und der Ring, der den Kopf umgibt. Wie bereits erwähnt, hat der Typ Arcane seinen Ursprung in einigen verschiedenen Arten der natürlichen Magie. Gerade beim Haupttyp Gras sollte sich der Einfluss des Schamanismus mehr oder weniger deutlich zeigen. Deswegen hat N-Totem ein eher kantiges Design, da es mehr an einem Totem erinnern sollte. Der Kreis stellt das Absolute im Schamanismus dar. Den bekanntesten Kreis kennt heutzutage wahrscheinlich jeder: der Kreis von Leben und Tod. Und hier stelle ich euch das finale Design von N-Totem vor. Sie wandern durch tiefe Wälder und helfen denjenigen zurückzufinden, die sich verlaufen haben. Doch das ist aber nicht nur physisch, sondern auch emotional gemeint. N-Totem finden sich oft an der Seite von Schamanen wieder, da sie eine sehr starke Verbindung zur Natur und zum Spirituellen haben. So, jetzt gehen wir direkt weiter zur letzten Entwicklungsstufe von N-Tier. Hiermit stellen wir euch vor Kingreant, den König des Waldes. Dieser König sieht grimmig und bedrohlich aus, jedoch ist er eher ein großer Teddybär und beschützt die Bewohner seines Waldes. Beim Design war es wichtig, eine Art ursprüngliche Form zu erschaffen. Kingreant sollte wie eine unüberwindbare Mauer wirken. Zwar ist er nicht gerade mobil und eher langsam zu Fuß, doch ist seine Verteidigung makellos. Dort, wo der Ring an seinem Torso ist ein Gelenk, wodurch sich Kingreant um 360 Grad drehen kann. Dadurch hat er keinen toten Winkel in seiner Abwehr. Kingreants Design sollte so nah wie möglich an einen Ent herankommen. Es ist etwas overdesignt mit den ganzen vielen Details, aber nur so wirkt er genau so, wie er wirken sollte. Es gab einige Designs und unzählige Skizzen mit unglaublich vielen Designelementen, aber nach sehr vielen Überarbeitungen und Anpassungen ist er jetzt endlich so weit, dass wir ihn zeigen können. Sein Körper soll wie eine Rüstung wirken, damit auch jeder Gegner sofort weiß, woran er sich die Zähne ausbeißt. Sie sind extrem selten und man behauptet, es gibt immer nur einen Kingreant pro Wald, da es nur einen König gibt, der ihn regieren kann. Ihr Körper ist so robust, dass sie sogar einen Waldbrand überleben könnten. Im Kampf nutzen sie ihren ganzen Körper als Schild, um ihre Verbündeten zu beschützen. Solange ihr keine Gefahr für den Wald oder ihre Bewohner darstellt, sind Kingreants immer freundlich zu euch. Wie manche hier vielleicht wissen, sind das Redesigns. Bereits vor über einem Jahr kamen die ersten Designs der Starter auf Reddit, doch mit der Zeit mussten sie auch mal redesigned werden. Allein dadurch, dass man ja auch selbst besser wird. Bei dieser Gelegenheit zeigen wir euch einmal die vorherigen Designs von N-Tier, N-Totem und Kingreant.
Unserer Meinung nach sind die neuen Designs deutlich besser, aber was meint ihr dazu? Schreibt es uns in die Kommentare. Bevor das Video jetzt aber zu Ende geht, gibt es noch eine kleine Ankündigung. Es scheint, als würde Quilpy der Wasserstarter deutlich besser ankommen als der Feuerstarter Synkit. Daher wird das nächste Video auch die komplette Quilpy-Line sein. Ich hoffe, ihr freut euch darauf, denn für uns wird es eine Herausforderung. Hiermit sind wir am Ende von dem Video angekommen. Wir hoffen, es hat euch gefallen und das neue Design von N-Tier, dem Druus-Starter, gefällt euch. Und sollte euch gefallen, was wir tun, dann lasst uns doch bitte ein Abo und ein Like da und werdet so ein Teil unserer kleinen Geek-Gilde. Vielen Dank euch allen und bis zum nächsten Mal.